Viele Leute fangen gar nicht erst an, sich einen Side-Hustle aufzubauen, ein Nebengewerbe zu gründen, nebenbei Geld zu verdienen, sich selbstständig zu machen, einfach weil sie Angst haben. Sie haben Angst, dass sie dafür nicht genug Geld haben oder dafür nicht genug Zeit haben. Aber die erste Idee, die ich euch heute hier mitbringe, um nebenbei Geld zu verdienen, ist so einfach. Und ihr werdet alle Zeit der Welt haben, weil ihr dadurch passives Einkommen generieren werdet. Das heißt, das Geld wird in eure Taschen fließen, passiv, während ihr ganz normal weiterlebt. Und damit starten wir mit der allerersten Idee, um nebenbei Geld zu verdienen. Und das ist der Verkauf von Low-Content-E-Books. Low-Content-E-Books laufen sehr, sehr gut auf Plattformen wie Amazon. Und das sind, wie der Name schon sagt, E-Books mit kaum bis gar keinem Text. Da sind übrigens nicht nur Low-Content-E-Books, sondern auch ganz normale Low-Content-Books, also ganz normale Bücher, wie zum Beispiel dieses hier. Ich muss gucken, dass ich hier euch nicht was zeige, was ihr nicht sehen dürft. Aber das sind einfach ganz leere Seiten. Sowas kann verkauft werden als Tagebuch, als Fitness-Tagebuch, als Malbuch, also man kann auch Malbücher machen und so weiter. Es gibt tausende von Low-Content-Books. Da müsst ihr dann einfach schauen, dass ihr euch eine Nische aussucht, die eben nicht so krass besetzt ist. Also sowas ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlau, aber weiß ich nicht, Malbücher für Erwachsene oder Tiermalbücher für Kinder, Zootiermalbücher für Kinder. Also ihr müsst da wirklich immer weiter reingehen und also tiefer gehen, um eben euch eine bestimmte Nische auszusuchen. So viel dazu. Das Coole ist einfach, wenn ihr solche Bücher auf Amazon verkauft. Erstens, ihr müsst nicht irgendwie jahrelang damit verbringen, ein Buch zu schreiben oder so. Ihr müsst zwar das Buch designen, ich zeige euch gleich, wie ihr das ganz leicht machen könnt, aber Amazon kümmert sich um den ganzen Rest. Ihr müsst nichts irgendwie ausdrucken lassen, binden lassen oder sonstiges, sondern Amazon braucht von euch nur das Design. Die kümmern sich darum, dass es gedruckt wird, dass es zum Kunden geliefert wird und dadurch habt ihr einfach ein riesiges Win, wenn ihr solche Bücher auf Amazon verkauft. Ihr habt nämlich sehr geringe Kosten eurerseits. Und wenn ihr einfach nicht so ein krasser Designer seid, klar, ihr könnt selber designen, wenn ihr gut in sowas seid. Wenn ihr in sowas einfach nicht gut seid oder keine Ideen habt, dann könnt ihr entweder Canva benutzen, weil es da einfach Vorlagen gibt und ihr da ein bisschen mit Designen was verändern könnt und eben nicht bei Null anfangen müsst. Oder ihr kauft einfach die Dienstleistung, dass jemand euch so ein Buch designt auf Fiverr. Und gebt da dann ein bisschen was aus, 50, 80 Euro maximal, damit ihr so ein Design bekommt, je nachdem wie aufwendig es ist. Habt euer Design schon und könnt loslegen. Kommen wir jetzt zur nächsten Idee und zwar User Generated Content, UGC, habt ihr sicherlich schon mal gehört, wenn ihr auf TikTok oder Instagram unterwegs seid. Es gibt immer und immer mehr UGC Creator, nennt man die. Und zwar haben Firmen gemerkt, dass wir alle mittlerweile keinen Bock mehr haben, Werbung zu sehen auf Social Media und deswegen schauen Firmen jetzt, dass sie Normalos wie mich und euch verwenden, um eben Werbung zu machen, die dann eben nicht so fake aussieht, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar sind das einfach ganz normale Menschen, das müssen keine Influencer mit 100 Millionen, Tausenden von Followern sein, sondern können auch gar keine Follower haben, denn sie produzieren das Video ganz normal, ganz einfach 30, 40, 50 Sekunden, zeigen die Produkte auf ganz normale Amateurart, sage ich mal, ohne Lichter, Schnickschnack, irgendwie eine krasse professionelle Produktion hinten dran, sondern wie wenn wir jetzt einfach ein normales TikTok machen würden. Und das machen Firmen eben, weil das natürlicher wirkt. Das sieht einfach aus wie jedes andere Video, wenn man durch TikTok scrollt oder durch Insta-Reels und ist dann eben nicht so auffällig, nicht irgendwie so eine krasse Werbung, die man dann sieht und direkt wegscrollt, weil man eben keinen Bock hat, Werbung anzuschauen. Das ist das, was Firmen eben immer mehr machen. Sie arbeiten also zusammen mit sehr unbekannten Leuten und dafür gibt es mittlerweile auch ein paar Plattformen. Eine Plattform, die ich persönlich kenne, ist Speakly. Auf Speakly kann man sich anmelden und da eben als UGC Creator angestellt werden, beziehungsweise von anderen Firmen eben Produkte zugeschickt bekommen, mit denen man dann eben Videos machen darf. Meistens ist es so, dass man die Videos gar nicht selbst auf den
eigenen Kanälen posten muss oder soll, sondern die Unternehmen brauchen das Video, um eben damit zu arbeiten. Das heißt, du kreierst das Video zu Hause, schickst denen das Video und die machen damit Werbung dann zum Beispiel. Da kriegt man 20, 30 bis mehrere 100 Euro pro Video. Ihr müsst aber bedenken, Leute, so ein Video, das dauert euch vielleicht 1-2 Minuten, sowas zu erstellen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Um sowas zu machen, sollte man natürlich schon ein bisschen, sage ich mal, eine Präsenz vor der Kamera haben. Oder wie sage ich das denn am besten? Also, wenn man jetzt schüchtern ist und gar keinen Bock drauf hat, vor der Kamera irgendwas zu machen, dann braucht man das auch gar nicht anfangen. Ich glaube, so jemand würde auch gar keinen Bock haben, sowas zu machen. Aber ja, man muss schon Spaß daran haben, weil man erkennt das natürlich auch und sonst wird man auch gar nicht mehr gebucht. Falls ihr noch keine Erfahrung mit sowas gemacht habt, könnt ihr einfach anfangen, euer Portfolio ein bisschen aufzubauen und irgendwelche Videos zu machen mit Produkten, die ihr einfach zu Hause habt, damit eben die potenziellen Auftraggeber sehen können, dass man vor der Kamera gut sprechen kann, Produkte gut in Szene setzen kann. Schaut euch mal andere UGC Creators an, gebt einfach mal UGC Creator in TikTok oder Insta ein, da seht ihr, was für Arten von Videos die machen. Lasst euch da ein bisschen inspirieren, macht ein paar Videos nach, macht ein paar Videos mit, wie gesagt, Produkten, die ihr zu Hause habt und baut da ein bisschen euer Portfolio auf. Ihr könnt euch ein privates Profil für euren UGC-Content eben aufmachen, wo ihr auch Hashtags benutzt wie UGC Creator, wodurch euch dann andere Firmen finden und euch auf Instagram oder TikTok anschreiben, oder ihr nutzt eben eine App wie Speakly, registriert euch da und werdet dann darüber gefunden. Dann kommen wir jetzt schon zur dritten Idee. Ich würde nicht sagen, dass dieses Side-Hustle unbedingt schwieriger ist, was die Aufgaben an sich angeht, aber es ist zeitintensiver, das Drumherum aufzubauen. Und zwar geht es hier um Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist zum Beispiel, wenn ihr in meiner Beschreibung mal schaut, habe ich ein paar Links drin mit einem Sternchen. Wenn ihr dann zum Beispiel auf Amazon über diesen Link kauft, dann erhalte ich einen geringen Prozentsatz eures Einkaufs. Ihr müsst nicht was draufzahlen oder so, aber Amazon zahlt dann eben an die Person, die diesen Link irgendwo verstreut hat, einen gewissen Prozentsatz. Und das kann sich sehr lohnen, wenn man sich irgendwo eine Plattform aufbaut, wo man eben viele Zuschauer hat, viele Leute einem vertrauen, was, keine Ahnung, Deko angeht. Sagen wir, du hast einen Instagram-Channel, wo du zeigst, wie wunderschön du dein Haus dekorierst, dann musst du da unbedingt Affiliate-Links nutzen, damit die Leute über deine Links einkaufen und du eben dadurch bezahlt wirst. Du kannst Tausende von Euro so nebenbei machen und hast eben 100%iges passives Einkommen, was du da generierst, weil du musst dafür nichts machen, du musst nichts einkaufen und verkaufen, nein, du musst dich um gar nichts kümmern, du bist einfach nur der Mittelmann, der ein bestimmtes Produkt eben empfiehlt. Aber natürlich ist hier die Sache, dass man sich drumherum was aufbauen muss. Sei es ein YouTube-Kanal, Instagram, TikTok oder ein Blog oder sonstiges, weil die Leute müssen natürlich eure Seite irgendwie finden und euch irgendwie vertrauen, dass ihr auch gute Sachen empfiehlt. Oder Leute müssen ein Interesse daran haben, eben euch Sachen nachkaufen zu wollen oder so, weil ihr so gut darin seid in, keine Ahnung, jetzt Outfits, euer Style ist geil und die Leute wollen einfach die gleichen Röcke, Kleider und so weiter nachkaufen. Heißt, deswegen ist es da ein bisschen tricky, aber wenn man sich sowas aufbaut, dann kann Affiliate Marketing wirklich sehr viel Geld im Monat nebenbei einbringen. Was man auch machen kann, ist Foren wie Reddit oder Quora oder so zu benutzen. Da stellen oft Leute Fragen zu gewissen Produkten und da könnte man auch eben Zeit drin investieren und Links reinkopieren, gewisse Sachen präsentieren, empfehlen und so, ohne dass man jemand sein muss. Aber das kann sehr zeitintensiv sein. Unser Ziel ist es ja eigentlich, so wenig Zeit wie möglich in sowas zu investieren. Aber wenn ihr Interesse daran habt, euch einen YouTube-Channel oder so aufzubauen, dann fangt von Anfang an damit an, Affiliate-Links zu nutzen, denn über die Zeit rentiert es sich wirklich. Auch wenn es am Anfang nur ein paar Cent sind, irgendwann werden es Hunderte von Euro und irgendwann werden es Tausende von Euro. Wenn ihr ganz besonders gut in irgendeiner Sache seid, dann macht einen Blog auf, schreibt Blogbeiträge, empfehlt Produkte, die ihr nutzt, um eben euer bestimmtes Hobby nachzugehen zum Beispiel. Verbreitet euren Blog in Facebook-Gruppen, in irgendwelchen anderen Foren.
Foren, irgendwo, wo sich die Leute eben aufhalten, die sich dafür interessieren könnten. Für sowas könnt ihr mittlerweile ja auch AI benutzen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ChatGPT oder Copy AI könnt ihr nutzen, um Blogbeiträge zu schreiben. Heißt, ihr müsst da dann eigentlich wiederum nicht so viel Zeit investieren, denn diese Texte sind in 0, nix generiert und erstellt und dann müsst ihr nicht, weiß ich nicht, 30 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden an einem Text arbeiten, sondern habt eure Texte dann innerhalb von ein paar Minuten und könnt sie dann eben verbreiten. Das waren meine 3 Ideen, um nie wieder broke zu sein, um nebenbei online Geld zu verdienen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Danke, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Talk to me nice.